Hola a todos! Willkommen zu einer neuen Folge von Mattes Mate Mission Uruguay Unveiled. Heute werfen wir einen ersten Blick auf unsere Mindmap zum Auswandern. Doch zunächst möchte ich euch noch erzählen, warum Uruguay ein so tolles Land ist und für uns total passend erscheint. Ich hatte in der vergangenen Folge berichtet, dass wir uns basierend auf unserer Liste mit Wünschen und Anforderungen für Uruguay entschieden haben. Je mehr wir zu Uruguay recherchierten, desto mehr hat uns dieses Land fasziniert und begeistert. Lasst mich ein paar Gründe nennen. Da hätten wir zum einen die Lebensqualität. Das Land liegt in vielen Rankings weit vorn. Dann haben wir das Gesundheitssystem. Es ist modern und für Ausgänger zugänglich. Das Klima. Es ist mild und ohne extreme Wetterlagen. Sicherheit. Uruguay hat eine der niedrigsten Kriminalitätsraten in ganz Südamerika und Uruguay steht auf Platz 19 des Demokratieindex. Das ist nicht schlecht bei 195 Ländern dieser Welt. Kriegsgründe und regelmäßig eintretende Naturkatastrophen konnten wir auch nicht entdecken. Ja, und dann haben wir noch die Natur. Also ich zeige euch das am besten mal anhand von ein paar Bildern. Von Stränden bis sanften Hügeln ist alles da. Ja, und wenn man nicht jünger wird, dann kommt ein flaches Land sehr entgegen. Ach, das ist einfach herrlich. Ach, dieses Wasser. Ja, wir freuen uns echt schon darauf, bald da zu sein und das mal live zu erleben. So, und nun zu unserer Mindmap und ihrer Entstehungsgeschichte. Wie ihr wisst, hat meine Frau einen großen Methodenkoffer. Als erstes haben wir nämlich ein Brainstorming durchgeführt. Also das ungefilterte und kreative Generieren von Ideen. Wir haben gemeinsam überlegt, und jetzt kommt eine Punktaufzählung, wie wir gerne im Alter leben möchten, was wir alles genau über Uruguay wissen müssen und möchten, bevor wir die erste Erkundungsreise antreten, dass wir uns umfassend nach Optionen und Kosten eines Umzugs nach Südamerika erkundigen müssen. Wir benötigen Infos zu allen relevanten Arten von Versicherungen und welche sind überhaupt relevant. Ja, dann natürlich klar, wie finanzieren wir das Ganze, wovon wollen wir leben, wir müssen also einen Kassensturz machen. Ja, und wann wäre die erste Reise sinnvoll und was ist überhaupt wann sinnvoll, in welcher Reihenfolge und womit können wir sofort starten. Als strukturierter Extrakt entstand im Rahmen dieser Überlegung unsere Mindmap. Und die entwickelt sich unablässig natürlich weiter. Ich zeige euch jetzt mal hier den aktuellen Stand. Hier sehen wir die Hauptkategorien. Hier oben links haben wir alles rund um unser zukünftiges Leben und wie wir uns das aus heutiger Sicht vorstellen. Ich gehe im Uhrzeigersinn weiter und da haben wir dann die Kategorie Finanzen. Als nächstes haben wir das Thema Fähigkeiten und Wissen. Dann kommt die Themengruppe Alles über Uruguay. Hier sind die Themen, die wir noch gerne recherchieren möchten. Und hier unten haben wir alles gesammelt, wovon wir glauben, was wir vorab planen wollen und organisieren müssen. Ja, und last but not least haben wir noch die Kategorie Was brauchen wir zur Einwanderung? Ihr habt es vielleicht schon anhand der kleinen Zahlen unter den Hauptkategorien gesehen, dass sich dahinter noch Unterpunkte befinden. Ich beginne wieder oben links. Hier haben wir uns überlegt, welche Departamentos für uns interessant sein könnten. Welche Optionen es bei Grundstücken in Frage kommen könnten, womit wir uns im Ruhestand beschäftigen möchten und ob wir hier alles verkaufen oder einen Container mitnehmen. Bei den Finanzen haben wir erstmal nur unterteilt in aktive und passive Einkommen. Unter Skills und Know-how befinden sich die 3 Themengruppen Haben wir, Möchten wir und Optionales Wissen. Ich lasse das einen kurzen Moment stehen, damit ihr die Einzelthemen betrachten könnt. Wenn es zu kurz wird, drückt einfach auf die Pause.
Weiter geht's mit Alles über Uruguay. Auch hier haben wir wieder 3 Gruppen gebildet. Zahlen, Daten, Fakten, Kultur und Infrastruktur. Ich lasse das auch noch mal einen Moment stehen. Auf all diese Einzelheiten gehen wir in weiteren Folgen noch genauer ein. In der nächsten Kategorie Planung und Organisation befinden sich die Gruppen Aufbau eines Netzwerkes. Wenn ihr also mit uns in Kontakt treten möchtet, dann könnt ihr das gerne über die E-Mail-Adresse aus der Kanalinfo tun. Dann unsere Erkundungsreisen. Die erste startet dieses Jahr schon im Herbst. Ja, und was wir sonst noch alles herausfinden müssen bezüglich Einfuhr und Umzug. Als letztes haben wir noch, was wir für die Einwanderung benötigen. Hier sind im Wesentlichen die Formalitäten und Dokumente enthalten, die zur Erlangung einer permanenten Aufenthaltserlaubnis und für die Cedula, das ist sowas wie ein Personalausweis, erforderlich sind. Ja, das war der erste Blick auf unsere Mindmap. Wir werden dort immer mal wieder reinschauen. In den nächsten Folgen werden wir tiefer in diese Details eintauchen, von den Einreisebestimmungen über Erkundungsreisen, Wohnungssuche bis hin zu der Frage, warum Impfpässe beim Auswandern wichtig sind. Und nun, wenn ihr jetzt oder in den nächsten Monaten vielleicht feststellt, dass irgendwie auf unserer Mindmap irgendwas fehlt oder wir bezüglich irgendetwas komplett falsch informiert sind, dann schreibt uns das bitte in die Kommentare. Dafür ist es natürlich wichtig, dass ihr keine Folge verpasst. Also am besten den Kanal abonnieren. So, für heute soll es das gewesen sein. Nächstes Mal sprechen wir über Spanisch lernen. Hasta la próxima vez, wenn es wieder heißt Mattes Mate Mission, que les vaya bien und auf Wiedersehen. Schon wieder leer. Bevor ich es vergesse, ich freue mich natürlich über jedes Like, das ihr mir gebt. Vielen, vielen Dank. So, und jetzt gehe ich mal die Werkstatt aufräumen.